Heute werde ich euch 2 Deko-Ideen mit Tulpen zeigen. Ja, und das erste Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt 14 cm. Das kann aber jetzt erstmal beiseite, das Glas, weil ich werde jetzt mal als erstes meine Tulpen zurechtschneiden. Für mein erstes Glas werde ich 1,5 Bund Tulpen verwenden. Ihr könnt aber auch genauso gut dann 2 Bund dafür nehmen. Aber ich wollte mir jetzt noch was aufheben für das zweite Glas. So, jetzt halte ich das hier mal an und überlege mir mal, wie kurz will ich die Tulpen überhaupt schneiden. Und bedenkt bei den Tulpen, die schießen noch mal gut in die Höhe bzw. in die Länge. Ich vermute, ja, so weit werden sie eventuell noch hinauswachsen. Nochmal eben anhalten. Und dann schneiden wir jetzt hier mal grob ab. Zum Schneiden meiner Tulpen verwende ich im Übrigen immer eine Schere, die ist auch für das Ikebana geeignet, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man da jetzt eine stumpfe Schere für verwenden würde. Ja, ich versuche es mal einigermaßen zu erklären. Man würde das dann hier total zerquetschen und dann wäre die Wasseraufnahme nicht so optimal bei den Tulpen, ne? Von daher immer eine richtig scharfe Schere dafür verwenden oder ein scharfes Messer. Und wie bereits erwähnt, das ist auch eine Schere, die kann man für die japanischen Blumenarrangements verwenden. Also heißt dann halt Ikebana. So, dann zupfe ich mir jetzt hier mal vorsichtig die Blätter ab. Das bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Also hier diese größeren, die fallen jetzt sowieso von alleine ab, weil ich es schon abgeschnitten habe. Aber ich lasse immer hier so ein bisschen halt noch dran. Beziehungsweise die letzten Blätter lasse ich da immer noch dran. Ne? Je nachdem, ne, wie groß die jetzt sind. Man könnte es jetzt auch so lassen, aber das ist jetzt auch irgendwo, ja, ich sag mal Geschmackssache, ne? Macht das so, wie ihr das halt am schönsten findet. Das hier können wir auch schon abfriemeln. Ich bin jetzt gerade dabei, jetzt hier in mein Glas schon mal etwas Wasser einzufüllen und überprüft auch immer die Tulpen, ob da noch ausreichend Wasser in eurem Glas oder halt in eurer Vase drinne ist. Weil die Tulpen, das sind kleine Trinker, also die benötigen wirklich ordentlich Wasser. Jetzt haben wir hier ein Efeu. Ich nehme hier mal die untersten Blättchen einfach mal ab. Die sollten nämlich jetzt nicht immer im Wasser drin sein, dann fangen sie halt relativ schnell an zu vergammeln. Und justiere mir jetzt mal den Efeu einfach hier in meinem Glas. Auch einfach so einarbeiten, wie ihr das halt, ich sag mal, für richtig haltet. Boah, das ist auch heute wieder schattig hier, ne? Boah, ich sag's euch, aber egal. So, ich denke, so ein Efeu reicht, aber den könnte ich noch ein bisschen nach unten hin wegdrücken. Und dann war ein Blatt, das hängt mir da zu weit drin. So, komm her. Mal eben gucken. Nee, die anderen Blätter sind in Ordnung. Ja, und dann werden halt nur noch die Tulpen so nach Gefühl eingearbeitet. Mal eben schauen. Na, bleibst du wohl da drin? Das ist jetzt ja aber echt gerade friemelig mit Herrn Efeu. So, okay, also... Ja, sowas gibt es bei mir auch mal, ne? Dass das nicht so klappen will, wie ich das gerne haben möchte. Aber das schneide ich jetzt nicht aus dem Video mal einfach raus. Und platziere nun meine Tulpen. Kann man jetzt einfach so als Bund da hineinstopfen. Genau. Hineinstellen. Aber ich mache das jetzt so. Die eine mal so, die andere mal so. Hineinstopfen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, und somit habt ihr eine ganz schnelle und einfache Dekoration mit Tulpen. Mein zweites Glas wird jetzt allerdings etwas aufwendiger werden. In das zweite Glas kommen auch wieder 1,5 Bund Tulpen hinein. Und das hat jetzt eine Höhe von 20 cm und der Durchmesser beträgt auch 20 cm. Dann habe ich hier noch einfach ein Wasserglas. Das hat eine Höhe von 13,5 cm und der Durchmesser beträgt 8,5 cm. Ihr könntet jetzt auch einen Blumentopf nehmen, der wasserdicht ist. Ne? Das bleibt jetzt jedem wirklich wieder mal selbst überlassen. Wasser fülle ich schon hinein. Und hier im Hintergrund könnt ihr auch schon Schleierkraut erkennen. Mal eben schauen, ja, das ist soweit okay. Und eine Drahtlichterkette. So, haben wir es einigermaßen mittig. Ja. So, Schleierkraut muss ich jetzt mal eben hier auseinanderfriemeln. Mal schauen, wie viel ich gleich benötigen werde. So, jetzt können wir eigentlich gleich alles schon mal verwenden. Das hier kann erstmal nach da hinten. So. Ich schneide das jetzt auch relativ kurz, mein Schleierkraut. Das darf dann auch ruhig im Laufe der Zeit einfach mal eintrocknen. Und platziere das jetzt hier am Rand vom großen Glas. Das sieht dann echt nachher ganz cool aus. Ich mache aber jetzt erstmal nur eine Schicht mit dem Schleierkraut. Ihr werdet gleich sehen, warum.
Nun arbeite ich eine 2 Meter lange Drahtlichterkette ein und das wird jetzt immer so schichtweise gemacht werden. Also erst Schleierkraut, dann Drahtlichterkette, darauf dann wieder Schleierkraut und dann halt immer so weiter. Auch bei diesem Glas halte ich die Tulpen mal zunächst an und schneide sie dann auf die gewünschte Länge. Also ich denke, mein zweites Glas ist auch ganz cool geworden. Ja, und das Batteriefach, das lege ich mir dann einfach immer hinter das Glas. Theoretisch gesehen hätte man das jetzt auch in dem Schleierkraut verstecken können, also das Batteriefach, aber man muss da ja auch irgendwie im Laufe der Zeit mal drankommen können, um halt die Batterien austauschen zu können. Ja, und im Laufe der Zeit wird dann halt auch das Schleierkraut eintrocknen, aber ich persönlich finde, das sieht dann auch noch immer richtig klasse aus. Ja, und die Tulpen, die könnt ihr ja dann immer wieder austauschen, wenn sie halt im Laufe der Zeit ja nun mal verblüht sind oder ihr nehmt dann einfach andere Blumen als Tulpen. Mein übrig gebliebenes Schleierkraut lege ich mir jetzt erst einmal beiseite und hebe das dann halt auf für andere Projekte. Ja, und alle benötigten Materialien findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!